Hallo und herzlich willkommen zurück zu unserem Let's Play von Going Home. Ich bin wieder mit der Neko hier und ja, es ist ein Tag später seit der letzten Aufnahme und ich muss mich gleich erstmal wieder orientieren. Wir haben gerade schon ein bisschen drüber geredet, um so ein bisschen wieder reinzukommen. Aber halt atmosphärisch müssen wir uns gleich erstmal wieder drauf einstellen, gucken, wo waren wir, was hatten wir als nächstes geplant, beziehungsweise was wollten wir als nächstes gucken. Ja, ich weiß noch, dass wir jetzt auf der anderen Seite der Kellertür waren. Irgendwie bei der Küche, oder? Ja, da war ja eine letzte Tür, für die wir keine Schlüssel hatten. Und wir befinden uns im Moment, soweit ich mich erinnern kann, auf dieser anderen Seite der Tür in einer kleinen Küche. Haben gerade ein bisschen was über die Sam rausgefunden, dass ihre Eltern nicht akzeptieren wollten, dass sie lesbisch ist und in eine Frau verliebt ist, beziehungsweise in ein Mädchen. Naja, die waren ja gerade so ungefähr 17. Ja, und dass das schon ziemlich unfair war, was da alles passiert ist. Und wir versuchen jetzt halt einen Weg zu finden durch diese verschlossene Tür. Und das ist wahrscheinlich die letzte verschlossene Tür in diesem Spiel. Also abgesehen mal von dem Bereich, den wir gerade betreten haben mit der Küche. Da sind bestimmt auch noch einige Türen. Aber danach wird es wahrscheinlich in Richtung Dachboden gehen. Deswegen schätzen wir mal, dass das Spiel auch nicht mehr so lange sein wird. Und ich glaube auch, dass wir nicht mehr viel über die Mutter erfahren werden. Was ich eigentlich ziemlich schade finde. Aber das Einzige, was man halt hört, oder beziehungsweise was einem das Spiel sagt, ist, dass sie ja halt in diesem Wald da gearbeitet haben, mit diesem Waldbrand, die da gemacht haben. Und dass sie ziemlich gut war. Also alles gut gemacht haben. Da gibt es ja eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder soll das Spiel darauf hinweisen, dass sie mit ihrer Arbeit verheiratet war, sozusagen. Oder dass etwas Schreckliches passiert ist, weil es ja gerade um Waldbrände geht. Das kann nur eine dieser beiden Richtungen einnehmen. Es sei denn, die Eltern sind einfach noch nicht da. Und ich hasse diesen Ladebildschirm. Der Ladebildschirm braucht mehr Leistung als das Spiel an sich selbst. Man kann es auch übertreiben. Also ich weiß, dass es nicht übertrieben ist, aber... Ich liebe ja so ewig lange Ladebildschirme. Oh, zurück zu 2 FPS. Ja. Im Menü hatten wir 200. Ja. Und im Ladebildschirm um die 80. Aber wenigstens ist das Tutorial zurück. Wer hat das Spiel mitgedacht? Ja. Sam's schedule working at Crown Burger on... Danke. Ich kann sogar lesen. Monday, Wednesday, Thursday, Friday. Von 15 bis 19 Uhr. Samstag von 0 bis... Nee, von 12 bis 6 Uhr. Von 0, ja klar. 18 Stunden. Mr. and Mrs. Jonathan Blair request the honor of your presence at the marriage of their daughter, Helen Margaret, to Mr. Richard Morris Petamage, Sunday the 4th of June 1995 at 4:30 in the afternoon. Sunset Lutheran Church, Seaside, Oregon. Okay, die sind wahrscheinlich eingeladen. Und warum haben die immer so Wasserspender? Das hat eigentlich voll Style. Teilweise Eiswürfel raus, oder? Es gibt welche, da kann man, da kriegt man Crush-Eis, ja, aber... Ja, das finde ich eigentlich ziemlich cool. Salad Dressing... Und diese viel zu großen Getränkeflaschen. Als würden die gleich irgendwie in der Wüste unterwegs sein. Vor allem kann man nicht sagen, dass die Milch wirklich Milch ist, wenn die in so großen Dingern abgefüllt ist, dass die auch wirklich so lange dann haltbar ist. Und das ist ja keine richtige Milch mehr. Samantha and Daniel? Keine Ahnung. Were in the woods one day. It was sunny and they were... Was soll das heißen? On a venture. Das soll Adventure heißen, oder? Yeah. But they went to the bad part of the woods and it got dark. Daniel said 99? Nee, das sind Anführungsstriche. Are you scared? So
Samantha, oder? Ja. Samantha said no. Are you? They... What? Led? Ich habe keine They Ahnung. loved Loved and went more to the bad part than they went. Da fehlt ein N, oder? Went to a part that was never that before. And there was a ship, a pirate ship, on a ocean. Samantha said, I will be the captain and you be the first mate. Daniel said, I captain. And they went on the pirate ship and started sailing away. Das ist niedlich. So habe ich auch gezeichnet. So zeichne ich immer noch. So. Daniel finally came over to get his game. I'd been dreading it. But he brought this story with him that I wrote when we were little. I started reading it. And then there I was, crying at the kitchen table. He asked what was wrong, and I was thinking about how we used to be friends, how much I'd taken for granted. But instead, I told him about school, and Dad, and Lonnie. And then how sorry I was that I wasn't his friend anymore. He gave me a hug and said it was going to be okay. And for some reason, I almost believed him. Das ist süß. Und sie hat anscheinend die Angewöhnung, immer genau dann irgendwas dazu sagen zu wollen, wenn da gleich ein Text kommt. Angewöhnung ist ein tolles Wort. Das heißt Angewohnheit. Und ich weiß ja nicht, an welchen Stellen noch was von der Story erzählt wird. Ich wollte nur sagen, dass man erkennen kann, dass sie sehr jung war, als sie das geschrieben hat, wegen der Grammatik. Open Dishwasher. Die haben auch irgendwie... Ach, die weg. Ich werde in der Zukunft einfach aufpassen, dass ich nichts mehr sage, nachdem wir irgendwas aufgehoben haben. Sondern das lieber kurz für dich behältst, bis es dann... Ja, ich habe nur Angst, dass ich es vergesse. Das ist eine tolle Küche. Ja, aber die haben ein, wie nennt man das? Ein Geschirrspüler. Ich will auch einen Geschirrspüler. Was ist das? Ein Buch. Schon wieder irgendwas über John F. Kennedy. Nein, ich lasse die jetzt einfach drin. Ich will den Soundtrack nicht hören, tut mir leid. Ich habe schlechte Erfahrungen. Ich würde meine Küche ja niemals so einrichten. Viel zu dunkel alles. Mhm. Oh, schade. Ich frage mich, warum die gerade hier ihre Küche haben und warum die gerade so aussieht, wenn der Rest des Hauses so schön aussieht im Vergleich. Können wir uns den Titel nicht lesen? Nein, habe ich schon probiert. Man kann nur so. Katie comes home this month. Will call with Exact date. Can't make it. Send regrets. Rick's wedding. Anniversary trip. Charity. Junk pickup. Basement. Dentist Sam. Forest. Train. Hike. Event oder so. Church. Catholic. Ich habe keine Ahnung. Das kann ich auch nicht lesen. Also wir haben schon mal rausgefunden, warum die Eltern nicht da sind. Die sind nämlich gerade unterwegs. Congratulations on your new position. Dear Regional Conservation Director Greenbrier, having received your formal acceptance letter, I write to congratulate you on your new position and as Regional Conservation Director of the State Forestry Service. We wish you luck in your final weeks at Flintlock National Forest and very much look forward to welcoming you to your new desk in the State Forestry Office at 8 a.m. on May 1st.
Das ist das Einzige, was man so von der Mutter findet und diese einen Briefe da. Ja, dass sie anscheinend gar nicht so schlecht in der Arbeit war. Ja. Aber man merkt gar nichts davon, ob sie eine gute Mutter war oder was auch immer. Und du wolltest gerade irgendwas sagen mit den Eltern? Oh, hier gibt es einen Lichtschalter. Ja, dass man sehen konnte auf dem Kalender, steht ja, dass sie in einer Woche unterwegs sind. Und wir haben ja den 5. Das ist ja der 5. Juni. Deswegen sind die Anniversary Eltern Trip. weg. Ja. Ah, das verstehe ich. Ich verstehe noch nicht, warum die ihr nicht Bescheid gesagt haben, wenigstens. Geh mir hier. Ja, einfach mal umsehen. Wir sind ja gerade erst hier angekommen. Ach du Scheiße. Sieht eher so aus wie so ein kleines Gartenhäuschen. Ja, so, like, ja, da wo man Leute umbringt. March 28, 1995. Unknown Dimension. Dear Mr. Greenbrier, first let me say that I hope this missive finds you well. Hell, it feels like it got a miracle that it finds you at all. Do you know how long we've been trying to track you down? Worry not. We aren't the Feds, the Men in Black, or any other sorts of creeping fascist. Gott, was ist das für ein Wort? Fascist? Fascist? Oder sowas? Keine Ahnung. Hobgoblins? In fact, we're on your side. Let me start from the beginning. Unknown Dimension is what you might call a specialist publishing house. We traffic in the weird, the head of its time, the lost but not forgotten by a small but detected group of plugged-in bibliophiles type of out there, mass-marked, shunning, visionary expression that refuse to be taken on anything but its own terms. We've had an unparalleled, ist das richtig? Ja. Ach du Scheiße. Run since our inception 4 years ago. Unearthing and reviving? Christ or zombie-like, timeless words such as N.N. Bestman's message of the Snake Man. It's Inside Me by Jens Keller and Emil Kriegers, wahrscheinlich Emil Kriegers, of band Venusian Flesh Traders. Klingt sehr eklig. But ever since we discovered tattered copies of your accidental series at a church rummage sale Long Branch, James, we've been trying to track down the author of this weird and dark American outsider art. It's just the kind of forgotten portal into 20th century civilizations, anxieties, and delusions that our readers lose their minds over. James Bond and Harrison Ford might be the dick-swinging heroes that modern suburban American wants, but John Russell, mild-mannered insurance agent by day, reckless history revising psychopath by sociopath, meine Gott, by night. It's the twisted peacekeeper that it deserves. It is our mission to bring him back to life. Okay, so I've typed plenty. What do we want from you? We want your permission to reprint the work since your original publisher Mercury Books folded a decade ago. We want you to supply a new foreword for the books to appear in brand new editions of The Accidental Saver and The Accidental Pariah, to be produced by Unknown Dimensions as a limited run and marketed directly to our highly discerning customer base, and we want to offer you a portion of the proceeds, contract to follow, assuming you're interested in coming along with us on this weird odyssey. We look forward to embarking with you and to thirsting your work screaming back into the sweating palms of an
unsuspecting American public. It's about time. Blast off. Mirich Kaczynski, Publisher, Unknown Dimension. Also hat anscheinend der Vater einen neuen Vertrag, da die Publisher ihn ja immer rausgeworfen haben, weil seine Bücher sich nicht verkauft haben oder weil die sich einfach gefragt haben, was er da überhaupt für komisches Zeug schreibt. Aber anscheinend hat eine Gruppe von Menschen, die so denkt wie er, ihn gefunden und hat ihn eingestellt, um seine Bücher erneut zu verkaufen. Das klingt doch mal nach einigermaßen guten Nachrichten. Vor allem, wenn man so das Logo mal anguckt, dann kann ich mir wirklich gut vorstellen, dass das Verschwörungstheoretiker sind. Dreieck, allsehendes Auge, die Welt, Unknown Dimension. Wow, spooky. Entschuldigung. Wieder so ein... Ja. Da ist die Neuauflage, die ist neu illustriert. Oh, sieht anders aus. Ja. Dann haben wir hier die Garage. Oh, ein Zettel. Sam, your mother and I will be away for a long weekend. Celebration our anniversary June 3rd to 7th. We will be camping in the... Camping. Ach, das soll Camping heißen, Alter. Entwickler, bitte, nächstes Mal macht bitte irgendwie so, dass man es vernünftig lesen kann. Camping in the... George? But we will give you a call On the way home. on the way home. Sorry, the kitchen is still my renovation. Never trust a contractor. Hä? Mit Renovation. Wie kommst du jetzt mit? Das ist ein D. Das ist ein D? Das heißt sozusagen... Guck dir das O an und guck dir das... Mitten in der Renovierung heißt das mit. Ah, Renovation. aber guck dir mal das O an und das D. Ja, das ist halt die Schrift. Entwickler, bitte ändert das. Ich kann sowas I nicht. asked Lonnie what she had to do to get ready to ship out for basic training. $40 She said, not a lot, is really. on the table. You're not allowed to bring order anything with pizza you. while we're You have gone. no Wie possessions. gut, Dad? No contact with the Ich outside glaube, world while 40 you're in für basic. Pizza würde bei mir You just genau train 2 hard Euro every reichen. day, and then you deploy from there. So, they'll just send her Wie away. kleiner Vogel. To who knows where. The other side of the country. The other side of the world. My mind, can't process it. That she's really going to be gone. Just gone. Das ist traurig. Du kannst wirklich nichts anderes dazu sagen, außer Nein, das das ist wird- süß oder das ist traurig. Das wird immer trauriger. Ja, ist ja so. Sie wusste das ja schon vorher und ich wusste auch, dass es Warum so liegt hier weit Milch? kommen Oder ist das Müll? Das ist Müll. würde. Ja. Tja, Sam, ask me about clown combos. Da würde ich nicht essen gehen. also... Ja. Rede du erstmal. Ja. Ich kann mir gut denken, warum sie sich ausgesucht hat, gerade jetzt zu gehen, wenn Lonnie ungefähr zu dieser Zeit, sie sollte ja im Juni auch weggehen, dass sie sich dann genau zu diesem Zeitpunkt entschieden hat zu gehen, wenn ihre Eltern sowieso nicht da sind. Dass sie wahrscheinlich die $40 für Pizza hat mitgehen lassen und das letzte bisschen Proviant auch noch eingesteckt hat und jetzt einfach versuchen will, ein neues Leben anzufangen, weil sie einfach nicht mit dem, was alles passiert ist, weiterleben kann. Aber lesen wir uns erstmal den Zettel hier durch. Lonnie, parents are leaving town, so we'll have the run of the whole... Was? Of the whole house. Ah, das soll Haus heißen. Till you leave. Imagine Das gehört spending zusammen. the night. In my room instead of sneaking up to our usual spot in the attic. Not that the attic doesn't have its... Musty? Mhm. Was steht da?
Ich kann es nicht finden. Irgendwie ist das sind das L oder T's? Eller? But my bedroom is warmer. Sam, we should... Was wieder? Your parents back while they're gone. That will show him. Honey, you are gross, never change, Sam. Die beiden waren wirklich unglaublich niedlich zusammen. Das kann ich mir gut vorstellen, dass die unglaublich gut zusammenpassen. Also ich glaube, wäre ich in der Situation, wäre ich genauso. Ich würde wirklich alles tun, um meinen Eltern das Heim zu zahlen, wenn die so mit mir umgehen würden. Das könnte ich denen nicht verzeihen. Geh weg, ich will dich nicht! Nicht durchdrehen, es ist nur ein Wesen. Ich mag Wesen nicht. Damit muss man putzen. Hippos. Hier ist aber auch, glaube ich, nichts wirklich Interessantes, außer Fressgelage-Zeugs. Ich glaube nicht, dass hier noch irgendwas versteckt ist, oder? Nö. Dann suchen wir mal einen Weg. Die Musik macht mir Angst. Ach, hier ist Musik, das hilft leider fast gar nicht. Ich habe nicht so gute Kopfhörer wie du. Wo müssen wir denn jetzt lang? Lonnie had her going away show with her band tonight. Kommandant She's so incredible on Ja, stage. jetzt mal die Frage, ob wir die schon aufkriegen. When she was singing, I could Wie practically wär's denn mal forget damit? everything. Booted out. That we only had Going 48 hours away. left. Show for And I don't know what Lonnie comes will next. go. Then I can't live without her. Then she dedicated the last song to me. And I couldn't take it. I was out on the curb in the alley, sobbing till my ribs hurt. I would follow her anywhere, Katie. But I can't. Where she's going. After a long time, she found me. She said she was sorry. She said, I wish things could be different. I just wanted to make you happy. I said, I don't think you can anymore. Wenigstens ist das nicht kitschig. Sonst Ach, und finde ich deswegen sahst du vorhin auch so aus, als würdest du gleich anfangen zu weinen. Normalerweise finde ich das sowas zu kitschig und das ist echt creepy. Das ist ein Architekturstil. Ich weiß. In Spanien anscheinend. Oder? España, Koreas? I have had a wonderful time on the beaches of Barcelona. Weiß nicht, wo Barcelona liegt? Ja, natürlich. Spanien. Ah. Dad and Sam, I think you will like the Gaudi architecture. It is from a strange alien world. I am headed to my final destination, Amsterdam. For how long? That depends. I am running low on money. I will look for a cheap standby ticket and call you when I'm headed home. Sorry for the short notice. Can't wait to see you all again. It will be good to be home. Love, Katie. Ja, und im Hintergrund konnte man wahrscheinlich mal wieder den Papagei hören. Ich kill den irgendwann nochmal, der geht mir auf den Sack. Nein, ich habe nichts gegen Tiere, nur mal so nebenbei. Hässliches Bild. Ist ja noch nicht wirklich dein Papagei, sondern der von deinem Vater. Bald muss ich den ja nicht mehr tragen.